Bist du ihm denn völlig egal? Kümmert er sich null um dich, um deine Gefühle? Wenn du dich das fragst in Bezug auf deine Dualseele, dann bist du hier richtig in diesem Video, weil wir werden über diese Frage ein bisschen brainstormen. Du und ich und ich selber, ich und das Universum. Wir lassen es einfach mal fließen, weil das ist eine Frage, die natürlich ganz oft kommt. Ne? Da ist vielleicht erst eine schöne Phase zwischen dir und deiner großen Liebe, zwischen der Person, wo du denkst, das ist deine Dualseele, das ist dein perfekter Partner, diese Person passt ideal zu dir, die hat so viel in dir ausgelöst, die hat vielleicht dafür gesorgt, dass du dein altes Leben beendet hast, dass du alles in Frage gestellt hast, alles umgekrempelt hast und jetzt in einer ganz anderen Richtung unterwegs bist, wo du dich viel besser entweder kennenlernst oder schon kennst, wo du merkst, was du wirklich magst und was nicht, wo du merkst, was wirklich gute Beziehungen sind mit Freunden und Familie und was nicht, was du nicht mehr in deinem Leben brauchst, was du was wollte ich sagen, getrost entsorgen kannst. All das hat diese Person in dir ausgelöst und hat sich dann vielleicht verzogen oder will keinen Kontakt oder ist ans andere Ende der Welt weggezogen oder verreist oder hat geheiratet oder beides oder alles drei oder keine Ahnung. Und du denkst, wieso, wie kann das sein? Ne? Da war am Anfang diese Intensität, da war Liebe auf den ersten Blick, da war dies, da war das, da war eine gemeinsame Zeit, was auch immer. Und plötzlich ist alles anders. Und was ist denn jetzt? Bin ich ihm völlig egal? Muss ich jetzt wirklich erst ein Bein brechen, um ihm dann ein Bild vom operierten Bein zu schicken, zu sagen, schau mal, wie schlecht es mir geht, um dann vielleicht so ein bisschen Mitleid in ihm zu wecken? Oder muss ich erst depressiv werden und ihn anrufen und sagen, hey, ich werde bald eingeliefert, kümmerst du dich vielleicht jetzt ein bisschen um mich? Löst das was in dir aus? Hast du Gefühle für mich? Ne? Weil wollt eigentlich wissen, was fühlt er für mich? Bin ich ihm wirklich jetzt plötzlich egal geworden? Bin ich ihm über Nacht egal geworden? War ich ihm noch nie wichtig? Ist da Liebe? Ist da keine Liebe? Ja, und jetzt wollt ihr wahrscheinlich eine Antwort von mir. Und die gebe ich euch nicht. Nee, wenn es diese große Liebe ist, dann ist diese große Liebe immer zwischen euch. Die ist immer da. Was euch hindert, diese große Liebe zu leben, ist die Angst, sind Erwartungen, sind Projektionen, sind ungelöste Traumata, Verletzungen, sind Sachen, die zuerst geheilt werden wollen, sind Projektionen, sind Ängste, Bindungsängste, sonstige Ängste, Liebesängste, Beziehungsängste, habe ich schon gesagt, egal, sind diese Dinge, die zwischen euch stehen. Und deshalb spielt es gar nicht eine Rolle, ob ihr ihm egal seid, ihm oder ihr, äh, sondern es geht darum, dass zuerst all das aufgelöst werden darf. Also die Frage, bin ich ihm egal, solltet ihr beantworten können mit, ich weiß, dass er mich liebt. Das ist einfach ein Wissen, das da ist. Die das erlebt haben, wissen, wovon ich spreche. Das weiß man. Aber natürlich kommt man dann ins Zweifeln, was fühlt er wirklich, was ist da? Vielleicht wird total das Gegenteil gesagt von ich liebe dich, nämlich du bist mir egal, hast mir noch nie was bedeutet, lass mich bitte in Ruhe, du musst das selber für dich regeln. Keine Ahnung, du erfindest das alles nur, da war gar nichts, da war noch nie was, ich war schon immer glücklich verheiratet und bin es immer noch, ja genau, und so weiter. Jetzt, ja, geht es darum, diese Frage leider möglichst loszulassen, weil es euch nicht weiterbringt, weil der Fokus bei dieser Frage nicht bei euch liegt, sondern bei ihm. Und wie sollt ihr ihm nicht egal sein, wenn ihr euch selber egal seid? Ne? Get that one. Wenn ihr so auf ihn fixiert seid, mit euren Augen so. Ihr guckt nur zu ihm, denkt so, was fühlt er für mich? Was macht er gerade? Warum postet er das? Warum postet er das nicht? Warum postet er ein Foto von sich und der anderen Frau, wenn ich doch weiß, was uns verbindet? Warum liked er meine Posts nicht? Kann ich noch Deutsch? Ist alles halb Englisch. Warum? Der Fokus ist nicht bei euch, ne? Bei euch. Hey, ich bin Yvonne, ich mag mich, ich liebe mich. Was mache ich heute? Was mache ich mit meinem Leben? Wer bin ich? Wie behandle ich meine Liebsten? Ne? Der Fokus ist bei ihm. Und
Somit seid ihr euch ein bisschen egal, weil er ist ja so viel wichtiger. Also muss er sozusagen aus Spiegelprinzip euch zurückspiegeln, du bist mir egal, weil ihr euch egal seid, weil ihr denkt, ihr seid nichts ohne ihn. Ihr seid nichts ohne diese Verbindung. Ihr seid nichts ohne seine Liebe, eure Beziehung, euer Glück, eure Telepathie, eure tollen Zeiten, euer Lachen, euer Gemeinsames. All diese Dinge, ihr denkt, ihr seid nichts, dass das Leben nicht lebenswert ist ohne das und dass ihr nichts seid ohne ihn. Also seid ihr euch egal, also seid ihr ihm egal. Deshalb Frage loslassen von wegen, was fühlt er? Wenn er die große Liebe ist, fühlt er immer Liebe, auch wenn er es nicht aktiv bewusst fühlt, aber da ist immer Liebe. Ob das jetzt weggedrückt wird oder nicht. Wenn er das nicht ist und ihr auf irgendeinen armen Menschen irgendwas projiziert, das er gar nicht ist, und der ist nicht euer Mensch, aber ihr denkt, oh, der ist aber so toll. Auch das vertraut, hat irgendeinen Grund, zeigt euch etwas, bringt euch einen Schritt weiter, zeigt euch, dass ihr noch Emotionen haben könnt, zeigt euch, dass ihr, keine Ahnung, was auch immer ihr in diesem Menschen seht, es gibt irgendeinen Grund, dass da diese Verbindung ist. Aber wenn es wirklich die Dualseele ist, die Liebe ist immer da, aber Zurückweisung, ne? Ihr weist euch selber zurück, ihr seid euch selber egal, wird eins zu eins gespiegelt, also Fokus auf euch, an euch arbeiten, am besten mit mir in meiner Begleitung, mache ich sehr gerne und professionell und ich freue mich drauf, von euch zu hören. Bis dann.